Ja, das ist das Bild, was ich gerade gemacht habe. Es ging hier primär um das Krakelieren, wie das geht, also Struktur im Untergrund, die so aufbricht, wie dies hier. Und das zeige ich dir hier in dem Video, denn das ist unter dem Bild. Als erstes trägst du erstmal Farbe auf. Ich trage die hier einfach mit der Rolle auf, das geht schneller. Und damit die Rollstruktur nicht mehr so sichtbar ist, ziehe ich es ein bisschen glatt mit dem Spachtel. Jetzt ist es so, dass die Farbe eben sehr dick aufgetragen ist. Und wenn ich jetzt ganz heiß föhne, dann reißt die Oberfläche. Also du föhnst die Fläche richtig schön heiß und dann reißt die, so wie du das jetzt hier gerade sehen kannst. Ja. Und ich ziehe einfach noch mal ein bisschen mit dem Spachtel die Farbe nach. Da möchte ich eher so einen Bruch noch mal haben. So, wenn die Fläche ganz trocken ist, dann fängst du mit der ersten Farbe an. Und ich trage die Farbe sehr nass auf, das heißt, die lässt sich super gut verteilen. Und ja, guck einfach mal, was passiert. Ob die jetzt schon in die Tiefen reinläuft oder ob die noch an der Oberfläche bleibt. Ich wische jetzt hier die Farbe wieder ab. Also ich gehe mit einem trockenen Tuch über die Fläche und reibe die Farbe wieder ab, so dass sie nur in den Tiefen bleibt. Ich zeige dir das jetzt hier nochmal von nahen. Du kannst es ganz schön sehen, glaube ich. Man sieht richtig die tiefen Rillen des Krakelieren. Und wenn ich jetzt auch mit der Hand drüber fahre, streiche, ist es ganz plan. Ja, jetzt weißt du, wie das Krakelieren geht. Du musst also die Farbe sehr heiß föhnen und dann reißt die, wenn sie etwas dicker ist. Ja, ich will jetzt mich auf die Farbtöne einlassen und gebe jetzt erstmal ein Ocker auf die dunkle Fläche und mache sie mir jetzt erstmal wieder hell. Ich habe jetzt mal wieder keinen Plan. Das war so das, was ich zur Aufgabe hatte, quasi, was ich nochmal zeigen sollte, wie das geht. Und jetzt will ich aber malen und habe ein Pigment, was ich neu ausprobieren will. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ich bereite jetzt mich quasi darauf vor. Ja, über die Schichten ist es sowieso immer, also wenn du mehrere Farbtöne übereinander gehst, sind das eben Schichten und darüber bekommst du die Struktur immer anders betont. Und jetzt kann ich hier auch mit der hellen Farbe auch die Tiefen hell betonen. Ich hoffe, du siehst das. Die helle Farbe ist jetzt in die Krakelierrisse gegangen. Hier kannst du es vielleicht gerade sehen. Und dadurch habe ich eben nicht mehr die dunklen Stellen betont, sondern die hellen. Ja, und darauf habe ich mich jetzt gefreut. Das ist mein Pigment, das ich ausprobieren werde. Und ja, bin sehr gespannt. Ich finde es schon jetzt, wenn ich ihn so anrühre, schon ziemlich toll.
toll, oder? Oh, ich freue mich voll. Es ist ein sehr schöner Farbton. Das war jetzt mal richtig gut und hat richtig viel Spaß gemacht. Und dadurch, dass die Farbe eben darunter trocken ist, kann ich auch lange an der Oberfläche malen. Die Fläche ist mir viel zu clean, also ich brauche viel mehr unsaubere Farben. Die sind mir alle zu rein, zu leuchtend. Also das Blau würde ich schon so haben, aber hier und da muss es einfach ein bisschen schmutziger werden. Und ja, ich weiß, dass ich jetzt hier ruhig rumkrickeln kann und rumpinseln kann, wie ich hier will, weil ich dann einfach auch noch wieder die Farbe verwische und eine andere Farbe dazugebe. Und da kann man einfach ganz viel ausprobieren und machen.
die Farbe muss hier irgendwie noch mal hin, das Blau, aber so klecksig irgendwie nicht. Es macht Spaß, total viel Spaß. Es ist wirklich schön. Malen ist einfach, wer nicht malt, ja, der verpasst was. Ja, ich denke, ich werde jetzt hier so langsam fertig. Irgendwie, ja, vielleicht noch so ein paar Linien reinziehen oder noch mal ein bisschen was Dunkles damit reingeben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, oder? Naja, ich mache noch ein bisschen und mal sehen, was noch so passiert. Ich brauche noch ein Highlight. Hier ein bisschen Goldfarbe. Und zwar ist das Ölkreide in Gold und die kann man da ganz schön einarbeiten und haftet eben auch. Kannst du ein bisschen verwischen. Ja, das fehlte noch, aber jetzt, nein, nein, ich lasse es. Da steht jetzt das Bild und hier habe ich gerade gemalt. Ja, du siehst hier die Farben. Ich habe also nur dies eine Blau, ein bisschen Ocker, Weiß und Schwarz genommen. Das war es dann auch schon. Und durch die Farbmischung entstehen eben wieder weitere, viele Farbnuancen. Ja, auch wenn man jetzt nicht mehr so viel von dem Krakelieren sieht, du weißt auf jeden Fall jetzt, wie es geht. Du kannst hier nochmal das Gold sehen, so ein bisschen gegens Licht. Es passt halt ganz schön zu dem Ocker und hält den Ocker nochmal so ein bisschen auf. Ja, ich danke dir für dein Zuschauen und für dein Like. Danke ich dir für dein Abo, falls du noch keins hast. Und ich freue mich über deinen Kommentar. Herzlichen Dank dafür.